So, ich würde sagen, es geht weiter mit Vampyr. Wir sind immer noch in Whitechapel. Sollen hier was tun? Letzte Lady Ashburys Erpressung ein Ende. Genau das sollten wir tun. Und natürlich erkunden. Ne? Also Blut haben wir genug. Kann man gucken hier. Wir werden gleich wieder rausfinden, weil ich habe ja jetzt lange Zeit nicht gezockt. Wie ein Frosch. Immer wenn ich streame, habe ich jetzt einen Frosch im Hals. Ist das neue, komm, juckt die Nase und etc. Problem. Was so ein Streamer halt so mal kriegt, wenn man gerade anfängt zu streamen. Den ganzen Tag hat man nichts und dann auf einmal, ne? Fällt mir gerade eigentlich ein, wann war eigentlich Jack the Ripper unterwegs in London? Auch irgendwas mit 1800 noch was? Plus, minus. Den auch hier mit eingebaut haben. Ich meine, in Whitechapel sind wir ja, ne? Und Whitechapel soll ja schwierig sein. Glaubt, dass wir sind zu spät bei der. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Bronchitis. Finde einen Hinweis darauf, dass Darius Petrescu im Schilde führt. Ist der verwandt? Geht also zum Hinterhof, ne? Hinterhof geht er. Jetzt hat das aber nochmal. Jetzt hat das aber nochmal anklopfen können. It's locked. Oh, gehen wir nicht hoch. Tja, der Hinterhof hat aber nur dort Mappe 2 Eingänge. Tür können wir gar nichts machen. When science fails you, this elixir will give you faith again. Noch irgendwie anders da hinkommen. Und den Eingang, wahrscheinlich ab den Eingang schon direkt angeguckt wieder, aber nicht gesehen. Klassiker halt. Halt da sein. Da komme ich ja einfach auch nicht. Wir sollen halt da hin. Der wartet halt direkt vor der Tür, dass wir da irgendwie hinkommen. Was triggern? Da kommen wir ja nicht rein. Kommen wir halt auch nicht hoch. Wir könnten uns da eigentlich hoch und so teleportieren, aber nee, geht nicht. Das ist auch komischerweise die einzigste Tür, wo wir was machen können hier, ne? Ah. Da unten ist ja komplett die falsche Richtung.
Das ist ja komplett die falsche Richtung. Wer ist ja eine Tür wieder verbuggt hier? Und die auch komischerweise kein... ne, kann nicht mit interagieren hier. Der Tür hier. Oder sollen wir jetzt erstmal mit jemandem reden? Mit den Kollegen. Good evening, my dear colleague. Persönliche Fragen? Nee. Ihr Leben in London? Nö. Goodbye, Miss One. Jetzt müssen wir mit jemandem reden darüber. Können wir nochmal neu laden? Ja, können wir neu laden. Neu laden. Ach, wenn man nicht mehr weiß mehr, was man im Spiel so machen konnte. Schwierig. Naja, war denn hier nochmal... Dass manche Spiele auch kein einfach normales Menü haben für, ne, hey, hier ist Speichern und so oder Neuladen. Ach, das war, glaube ich, hier irgendwo oben, ne? Irgendwo war es so versteckt, glaube ich, in einem anderen Menü oder so. Konnte man das gar nicht. Wechselt halt immer so Spiele, ne? Ich lade nochmal neu. So, nochmal neues Spiel, nochmal neu geladen. Jetzt bin ich mal gespannt, ne? Ey, mit der Tür kann man einfach nichts machen, ey. Bin verwirrt. Bin verwirrt. Wir klopfen halt wieder nur. Nobody at home. Komisch, der klopft. Mit der offenen Rückhand. Also, ne, eigentlich klopft man mit der Faust oder so. Schön mit der Faust da rein klopfen. It's locked, all right. Mal, wie schwer kann es sein, da hinten in den Hinterhof zu kommen? Hinweise darauf, was Doris Rescue in Spiele führt. Zum Geier. Das ist irgendwie die Tür vom Haus hier rechts. Oder habe ich irgendwie so eine Fähigkeit vergessen, die wir eigentlich machen könnten? Ah, so. Gedrückt halten, das war's. Jetzt können wir belauschen. Soll ich das noch wissen? A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. So, das habe ich schon mal nachgeschlagen, wegen Jack the Ripper und so. Nee, wir sind
Ja, viel zu spät. Spielt in 1918, spielt das hier. Jack the Ripper war 1888. 3 Jährchen zu spät dafür. Schade, ne? Irgendwie gepasst. Aber vielleicht machen sie es doch als Easter Egg da rein, ne? Weil. Ich meine, hier laufen Vampire und so rum, Werwölfe und alles Mögliche. Können sie auch sagen, hier, Jack the Ripper ist auch noch aktiv. In irgendeiner Form. Ja, habe ich gerade mal nachgeschlagen. Nee, das ist jetzt nicht so mit drin. Können wir leveln? Ich finde Clayton im Bereich. Clayton. Jetzt muss ich doch zur Kirche, ja? Der sieht aus wie ein Clayton da hinten. Moin. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Ja. So Wissenschaftler und Leute, ne, waren ja auch nicht so. Sind ja auch nicht so, ne, froh, sich zu treffen. Suche nach Schwester Dorothy Crane. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Wir will keine Krankenschwestern. Hassen Sie Doktor? Ja, hier. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Weshalb hassen Sie Schwester Dorothy? Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Hey, Walasch. Ihr leben in London, ja, erzähl mal. Es steht schlecht um mich. Es steht schlecht um mich. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. So, nur an Fakten oder ich höre? Also mal erzählen, komm. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Wir können jetzt sagen, spanische Grippe ist nicht das Ende. Sonst würden wir hier nicht mehr sitzen heute. Ich habe genug gehört. Was ist Ihr Plan? Ah, nee. I have heard enough. Goodbye. Das ist halt der Priester ist ja auch so ein Schwurbler, ne? Der schwurbelt so richtig hart rum hier. Von 1918 gab es da schon Leute. Oder mich sowieso, der hat ein Kreuz umhängen, aber wir können es angucken. Eigentlich dürfte es ja gar nicht gehen, aber Kreuz sind erst aktiv, wenn die in die Hand nehmen. Interessanterweise. Das Lied? Nee. Mhm.
Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Da habe ich jetzt mal eine Frage. Warum muss das Spiel bei ihm jetzt laden? Weil. Ich meine, es ist ein Questcharakter, ja, aber ist das doch sonst nicht. Solche Fragen. Ihre Untersuchung in London. Keine Zeitung berichtet über die Epidemie. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Wenn sie es heute noch so, wenn die Reporter es heute noch so machen würden, ne? Schon größere Probleme haben, wir sollten dann nicht noch ein bisschen schlechtere Nachrichten bringen. Ja, wenn das heute mal im RL so wäre. Das ist eine Schande, das ist kriminell, es ist nur logisch. I served in France. Our top priority must be to put an end to this butchery. This war must stop now. Sir, streets are a battlefield too. An invisible and untold war is going on, and it must be stopped. Was tun Sie nach Sonnenuntergang hier? What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. Die riskieren ihr Leben für die Wahrheit. Setzt sich das Volk dafür? So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Setzt sich das Volk dafür? That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Keine Angst, nachts vor die Tür zu gehen. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? Eine rationale Erklärung. Mein Rationalismus wurde erschüttert. Es ist nicht bloß eine Epidemie. Soll mir wirklich ein Reporter das sagen? Weil es geht ja natürlich mehr ab, ne? Weil die Leute denken halt, das ist einfach nur die spanische Grippe. Aber dabei haben wir hier Vampyre, wir haben alles. Ist ja ongoing. Ist ja alles happening. Nein, der Doktor ist erschöpft. Ach, der Doktor, der Reporter. Frage ich mich immer noch, ob man die überhaupt teilen soll. Weil, ne, eigentlich... Sie saugen die ja nicht aus. Also, wir haben eigentlich für die Qualität des Blutes eigentlich nichts von. I must confess, some of my rational views have been shaken by recent events. I'll remember to stay away from the district's roughest streets then. Über eine geheime Apotheke. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Meine Schwester ist in Machenschaften verwickelt. Das ist vertraulich. Ich interessiere mich für das Gesundheitswesen. I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious, never goes out, doesn't seem to have any friends or family. Hat keine Verwandten. He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church.
Er geht nie aus. He never goes out. No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Moin. Ist ein sehr komischer Typ, der Darius, ne? Sehr seltsamer Typ, der Darius hier. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Hinter der Kirche. Du bist nicht der Kollege, den wir suchen. Ja, chill mal, Junge. Na, komm mal ran. Oh. Er hat noch mal ein bisschen Verstärkung gekriegt. Oh. Ach ja, schön, das Kontern ist ja so verzögert. Das ist eine Sache, die ich nicht vermisst habe in dem Spiel. Wenn ich eine Pause gemacht habe. Ja, schreib mal nicht so viel. Die Nachbarn schlafen doch, Mann. Ruhestörung hier. Wird aber noch diese Keule, die wir haben hier als Waffe, nicht immer noch geil. Macht Schockschaden, zwar langsam. Ich hab halt so ein Faible für langsame Waffen und die richtig reinhauen. Finde Richard im Bereich. Richard. Der Richard schon tot ist. Nein, ist er nicht. Alles klar, hat sich direkt schon erledigt, also schon bestätigt, dass er nicht tot ist. Denn der redet nur rum. Auf Friedhof hängt er natürlich ab. Natürlich hängt er das. Moin. Ich gehe jetzt mal ein bisschen looten hier, ne, Kollege? Kannst noch ein bisschen warten. Ah. Absagebrief eines Verlages. Psycho Fand Publishing Limited Dings hier. Lavender Court, Camden Street, London. Verehrter Mr. Nethercott, vielen Dank für die Übersendung Ihres Gedichtbandes Lieder aus der besiegten Stadt, den wir interessant und tiefgründig fanden. Wie wir Ihnen schon nach Erhalt des ersten Exemplars mitteilten, haben Sie angesichts der schrecklichen Zeiten unser Land durchlebt. Bitte Verständnis dafür, dass es momentan völlig ausgeschlossen ist, ein Buch mit diesem Titel zu veröffentlichen. Da Sie sich noch immer weigern, den Titel zu ändern und Ihr Werk vollständig oder gar nicht publiziert sehen wollen, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass sich Psychophant Publishing für letztere Option entschieden hat. Freundlichen Grüßen, A.G. Morris. Tja. Deswegen liegt der Brief auch im Müll. Wir müssen schon den Müll durchsucht haben. Dann habe ich eine Information bekommen dadurch. Das heißt, da können wir schon mal mit ihm da nochmal drüber schnaggeln.
Eisschnackel heißt meint schon bei manchen Leuten was anderes. Wie hieß es reden? Sammeln. Was auch immer. Aber nee, das ist reden. Ja, war es reden. Das ist gehört. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Wir leben in London. Was tun Sie nachts hier? May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. Keine Angst vor der Epidemie. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Setzen Sie sich nicht der Epidemie aus. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Wem könnte hier in Gefahr sein? Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. Es ist hier sehr riskant. Wer hilft Ihnen, wenn Sie in Gefahr geraten? I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. Gedanken über die Lage in London. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Eine ziemlich einzigartige Sichtweise. Ich sehe nur die fürchterliche Krankheit. Friedliche Stille, wirklich? Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Psychofragen. Suche nach Inspiration in Whitechapel. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Denken Sie nicht, dass das ist ein wenig Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Angst, sie weit über sie herauszufinden. Kennen Sie nicht. And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? Können Sie mir ein Beispiel geben?
In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles, and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Können Sie von Ihrem Gekritze leben? You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. Wirkt nicht wie ein armer Poet, ein reicher Künstler ist eine Seltenheit. Sie sollten etwas Sinnvolles tun. Still, you don't seem to suffer from poverty. With thanks to my parents, actually. I'm afraid I would not be able to live on my own without their help. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. Gut, ich suche nach Schwester Dorothy Crane. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. Dorothy Crane. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. Über Darius Petrescu. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Fragen? Nee, London, nee. Ja dann. I'll leave you alone, sir. Hammer dir.